ihr oder ihr? Das ist hier die Frage. Ich glaube, du hast dich schon öfter mal gefragt, woher du eigentlich weißt, welches ihr gemeint ist und wann man es benutzt. Obwohl natürlich viel vom Kontext abhängt, gibt es auch ein paar Grammatikregeln, die du zu diesem Thema kennen musst. Und deshalb erkläre ich dir alles, was du darüber wissen musst, hier in diesem Video. Los geht's! Also, ihr kann in zwei Formen vorkommen. Einmal als normales Personalpronomen und einmal als Possessivpronomen. Soweit, so gut. Bei ihr als Personalpronomen haben wir kein Problem, denn das lernen wir ja schon auf dem A1-Niveau. Ihr ist nämlich die zweite Person Plural. Im Englischen wäre es you guys. Hier ein paar Beispielsätze. Was macht ihr? Woher kommt ihr? Ihr sucht doch gerade ein Haus, oder? Ihr seid echt nette Leute. Ihr wäre also wie gesagt im Englischen you guys. Dann haben wir auch noch ihr im Singular, Achtung, Dativ. Dies bezieht sich auf eine weibliche Person. Und dies spielt insbesondere eine Rolle, wenn es um Verben oder Präpositionen geht, die den Dativ benötigen. Denn wir sagen nicht, ich gratuliere Sie, Sie wäre hier nämlich der Akkusativ von der Form her, sondern wir brauchen für gratulieren die Dativform. Daher ist der folgende Satz korrekt. Ich gratuliere ihr, denn gratulieren braucht den Dativ. Und wir sagen auch nicht, ich schenke Sie Blumen, sondern ich schenke ihr Blumen. Und wir sagen auch nicht, ich danke Sie, sondern ich danke ihr. Ihr wäre also auf Englisch her. Soweit, so gut. Nun kommen wir aber zu ihr als Possessivpronomen, also einem besitzanzeigenden Fürwort, das beschreibt, dass du etwas besitzt oder dir etwas gehört. Und dann wird es ein bisschen komplizierter, denn ihr kann sowohl das Possessivpronomen für Feminin Singular, also eine weibliche Person sein, als auch für die formelle Anrede. Und wie das genau aussieht, zeige ich dir jetzt. Starten wir mit dem Possessivpronomen von sie, also der weiblichen Form, also der dritten Person Singular Feminin. Hier ein Beispiel. Meine Schwester ist eine weibliche Person. Sie ist das Pronomen, das Possessivpronomen ist ihr. Also, meine Schwester hat ein Auto, sie besitzt ein Auto, das ist ihr Auto. Wenn wir nicht von meiner Schwester sprechen würden, sondern von mir, dann würde ich sagen, ich habe ein Auto, das ist mein Auto. Du hast ein Auto, das ist dein Auto. Und so weiter und so fort. Also du siehst, ganz klar, hier geht es um Besitz und es ist nicht gleichzusetzen mit dem femininen Pronomen im Dativ. Weitere Beispiele. Meine Schwester hat ein Büro, das ist ihr Büro. Meine Schwester hat ein Haus, das ist ihr Haus. Meine Schwester hat einen Schreibtisch, das ist ihr Schreibtisch. Dabei bezieht sich ihr sowohl auf die Schwester als auch auf neutrale und maskuline Besitztümer. Also meine Schwester und das Auto von ihr gleich ihr Auto. Würde ich jetzt allerdings nicht von meiner Schwester reden, sondern zum Beispiel von meinem Bruder, dann müssten wir das Possessivpronomen ändern. Denn dann wäre es nicht mehr ihr Auto, sondern sein Auto. Also mein Bruder hat ein Auto, das ist sein Auto. Mein Bruder hat ein Haus, das ist sein Haus. Nochmal im Vergleich, meine Schwester hat ein Auto, das ist ihr Auto. Meine Schwester hat ein Haus, das ist ihr Haus.
Und sobald der Besitz zum Beispiel feminin ist oder in einem anderen Kasus steht, werden entsprechende Endungen drangehängt. Zum Beispiel, meine Schwester hat eine Tasche, die Tasche, das ist ihre Tasche und so weiter. Aber nun zurück zu ihr ohne Endungen. Wie gesagt, ihr ist ein Possessivpronomen für feminin Singular, das sich auf Sachen oder Personen bezieht, die neutral oder maskulin sind und dann im Nominativ stehen. Wir haben jedoch auch ihr mit einem großen Buchstaben am Anfang. In dem Fall ist es das formelle Possessivpronomen. Wenn ich also mit einer Respektsperson bzw. einfach einer älteren oder mir unbekannten Person spreche, dann duze ich sie nicht, sondern sieze sie. Ich sage also nicht du, was machst du, sondern was machen sie. Und ich sage auch nicht, wie heißt du, sondern wie heißen sie. Wenn ich über den Besitz dieser Respektsperson spreche, benutze ich ebenfalls ihr, wenn der Besitz einen maskulinen oder neutralen Artikel hat. Wichtig, wenn du schreibst, musst du auf die Großschreibung achten, sonst gibt es Missverständnisse. Hier ein paar Beispiele. Frau Müller, ist das Ihr Haus? Ja, das ist mein Haus. Oder Herr Müller, ist das Ihr Auto? Ja, das ist mein Auto. Du siehst also, wir haben hier ihr in der Singularform verwendet. Frau Müller, ist das Ihr Haus? Oder Herr Müller, ist das Ihr Haus? Aber wir können das Possessivpronomen bei der formellen Anrede natürlich auch im Plural verwenden. Also, Frau und Herr Müller, ist das Ihr Garten? Ja, das ist unser Garten. Wir sprechen hier sowohl Herrn als auch Frau Müller direkt an. Also nicht nur eine Respektsperson, sondern gleich zwei. So, aber wenn wir ihr als Possessivpronomen im Plural verwenden und es nicht groß schreiben, wird es wiederum informell und bezieht sich auf zwei andere oder mehrere Personen, über die man spricht. Beispiel: Hannah und Tom haben sich das Haus gekauft. Echt? Ist das Ihr Haus? Ja, das ist Ihr Haus und das ist Ihr Garten. Sie haben viel Geld dafür bezahlt. Du siehst, wir sprechen hier über zwei nicht anwesende Personen, nämlich über Hannah und Tom. Und wir sprechen über ihren Besitz. Und das sind auch Possessivpronomen der dritten Person Plural. Du siehst, wir haben also einmal Possessivpronomen für Respektspersonen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und wir haben Possessivpronomen der dritten Person Plural für Leute, die man duzt. Oder für mehrere Personen, die man duzt. Und damit sind wir dann auch schon fertig, zum Glück. Wir fassen die 6 Bedeutungen von ihr noch einmal zusammen, sodass du alles auf einen Blick hast. Erstens, ihr als Personalpronomen. Zweite Person Plural, Beispiele, was macht ihr? Dativ von sie. Ich gratuliere ihr zum Geburtstag. Zweite Funktion ist die des Possessivpronomens. Einmal haben wir das feminine Possessivpronomen im Singular für Besitz mit neutralem oder maskulinem Nomen, wie zum Beispiel das Haus oder der Garten. Sie hat ein Haus, das ist ihr Haus. Sie hat einen Garten, das ist ihr Garten. Dann haben wir ihr als formelles Possessivpronomen im Singular, also wir sprechen nur mit einer Person. Und das bezieht sich auf Besitztümer, die einen neutralen oder maskulinen Artikel haben. Beispiel: Frau Müller, ist das Ihr Auto? Ja, das ist mein Auto. Oder Herr Müller, ist das Ihr Auto? Ja, das ist mein Auto. Wichtig, wenn es um die formelle Anrede geht, machen wir keinen Unterschied zwischen männlichen oder weiblichen Personen, die wir gerade respektvoll adressieren. Das Ihr bleibt gleich. Dann benutzen wir ihr natürlich auch noch als formelles Possessivpronomen im Plural.
Ebenfalls für Besitztümer mit neutralem oder maskulinem Artikel. Anstatt also nur mit Herrn oder Frau Müller zu sprechen, sprechen wir mit Herrn und Frau Müller. Also, Herr und Frau Müller, ist das Ihr Auto? Ja, das ist unser Auto. Und zum Schluss haben wir natürlich auch noch die Nutzung als Possessivpronomen im Plural der dritten Person Plural, also diesmal nicht in der formellen Form. Und wir benutzen es natürlich auch für Besitztümer, die einen neutralen oder maskulinen Artikel haben. Beispiel: Hanna und Tobias haben sich ein Haus gekauft. Sie haben viel Geld in die Renovierung investiert. Ach, ist das Ihr Haus? Bei den Possessivpronomen musst du natürlich immer beachten, dass sie dekliniert werden und in bestimmten Situationen eine Endung bekommen und sich dem Besitzer und dem Besitz anpassen. Also mein Bruder hat ein Auto, das ist sein Auto. Meine Schwester hat ein Auto, das ist ihr Auto. Falls dir dieses Video gefallen oder geholfen hat, like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Falls du jemanden kennst, der das gleiche Problem hat mit dem Ihr-Phänomen, dann teile dieses Video auch gerne. Bis zum nächsten Mal.